Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel. Wir sind mit unserer 6. Schoolhouse Investigation in der letzten Folge durchgekommen, haben unseren Report noch nicht gestellt. Wir haben wenig Spektakuläres erlebt. Wir haben einen Boss zwar besiegt, aber am Ende ging alles relativ sang- und klanglos vonstatten und wir sind nicht wirklich viel schlauer, was das ganze Mysterium um dieses Schoolhouse anbelangt. Aber vielleicht wird Wending mit unseren Informationen, die wir ihm mitbringen, irgendwas anfangen können. Wir haben für heute, beziehungsweise für heute Abend, noch ein Date mit der guten Towa und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber zuallererst werden wir ins Gymnasium rübergehen, denn hier wird vermutlich Patrick auf uns warten. Und es gibt hier noch eine Quest, die man super einfach auslassen kann, denn sie ist nur am 19.09. aktivierbar in den Abendstunden, nachdem man die letzte Schoolhouse-Inspektion über die Bühne gebracht hat. Insofern Obacht bei der Quest-Abarbeitung. Ne? What are you doing here, Schwarze? Not a whole lot, just passing through. You seem pretty focused, though. What do you mean by that? I hope you're not implying that I made my way here to practice or any such nonsense. Got it. He seems kind of crestfallen. Hey, did something happen? Nothing that has to do with you. For all of his noble posturing, Patrick worries about things like anyone else. Maybe I can help him out. Yeah, keep asking. Auf jeden Fall. Would you mind telling me what happened? I'm not trying to offer you my help as charity or anything like that, but sometimes it can help just to talk things through with someone. Komm, gib dir einen Ruck, Patrick. You really are a strange fellow, aren't you? But if I must, I must. Nee, du musst nicht, aber die Last wiegt scheinbar schwer, deswegen vertraust du dich uns an. Du bist durchschaut. If you wouldn't mind. Where do I begin? To be completely frank, I'm a little concerned about Celestin. That's a surprise. I can't imagine what a butler of his skill could do to cause someone else concern. It seems you may be overestimating his abilities somewhat. For the last week or so, he's been acting rather odd, for lack of a better term. Not only has he stopped reprimanding me when he normally would, he's taken to spoiling me too. Worse yet, every reply he gives me sounds half-hearted and empty. Now that is odd for him. This is the first time he's ever done something like this too. Don't misunderstand me, he still performs his duties as a butler magnificently. However, his actions of late have made him seem distant, more so than ever. Curiously, I've also overheard him discussing seemingly serious issues over the telephone too. Something must be going on. Agreed. Unfortunately, whenever I bring it up, he simply brushes me off. This is infantilizing, of course, but more dishearteningly, it feels like a betrayal of trust. I've never seen the two of us as a typical master and servant, but something more. Perhaps something more akin to brothers. Ah. Maybe I can worm some details out of him. Oh, it's possible he might be going through something that he'd rather not involve those he cares about in, but I won't get involved if you don't want me to. If that's the case, you truly wouldn't mind? Not in the slightest, leave it to me. What exactly do you hope to gain by helping me, Schwarze? I suppose it doesn't matter. You will likely find Celestin attending to the upper-class dorm. I leave discovering the truth to you. I'll head right over there. Celestin's Secret. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das damals ultra spannend. Also wir wussten ja schon, dass die beiden sich irgendwie nahe stehen, aber was jetzt Celestins verändertes Verhalten zu bedeuten hat, beziehungsweise woher das rührt, das ist die große Frage. Well then, Schwarze, I leave this issue in your hands. I'll be here when you're ready to report. Alles klar, wir werden dich auch nicht lange warten lassen, denn ich werde mich direkt auf den Weg machen. Und am schnellsten bin ich dort, wenn wir hier das Front Gate ansteuern. Und dann Celestin, wie bereits angekündigt, vermutlich
hier antreffen werden. Da war auch schon das grüne Ausrufezeichen in der Minimap zu sehen. Oh. Nee, so sieht Celestin eigentlich nicht aus. Wo ist er denn? Mein liebes Lottchen. Oh, hello there. Is there something I can help you with? I'm actually looking for Celestin. You haven't seen him around anywhere, have you? I have, but he left for your dorm just a short while ago. He mentioned having something to collect from Sharon. Zweimal from. Aha. From Sharon, huh? I wonder what it is. Thank you very much for the info. I'll try to catch him over there. Das werden wir dann auch direkt tun. Gibt's sonst noch was? Oh, achso, ja, stimmt, da war ja was. Oh, wir haben ja sogar ein bisschen was Neues, stimmt. Vor dem letzten Schoolhouse-Visit kam ja noch ein bisschen was zusammen an Kochaktionismus. Juicy Kebab. Gar nicht zu dolle reindenken. Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen. Ich nehme das hier immer noch alles in der Früh auf. Und der Hunger setzt immer ein bisschen später ein, wird aber natürlich beschleunigt, wenn in Spielen immer wieder von Essen geredet wird. Please allow me to return the favor. Dankeschön. Aber bin ich jetzt durch? Nee, ne? Ach nee, mir fehlen ja auch noch Rezepte. Was für eine dumme Frage. Was für eine dumme Frage. Konzentrieren Sie sich, Frau Negoya. Das macht Sinn in so einem Let's Play. So, warte. Dorm. Warte. Achso, ich kann das hier direkt auch hier auswählen aus der Liste. Weil ich laufe ja nicht Gefahr, dass hier die Hauptstory irgendwie eskaliert, weil wir für die Hauptstory ja zu Towa müssen. So, Sharon. Sharon und Celestine. Was hat das denn für ein Background, außer dass ihr der gleichen Tätigkeit nachgeht? Oh, hello, Master Reen. Is there something you need from me? I'm actually searching for Celestine right now. Have you seen him? I heard that he was headed over here. Indeed, you missed him by a matter of moments. As it happens, I made too much for dinner this evening, so I decided to offer him what we wouldn't be able to eat, which he said he would gladly take off of our hands. So he was here to collect it. I see. Maids and butlers have their own economy here, don't they? Does that mean he headed back to the upper class dorm then? Not necessarily. There was something about his demeanor today that seemed quite different than usual. He was considering a brief stop at Kirsch's on his way back to unwind a little. Though I can't say for sure that he's headed there. Kirsch's, was it? Well, that's my next stop at least. Thank you, Sharon. You're very welcome. Aber ist doch voll gut, wenn die das untereinander austauschen. Also besser, als wenn das, was hier nicht gegessen wird, in den Müll wandert, ne? Eigentlich macht so ein Netzwerk mehr als Sinn. So, dann gehen wir mal bei Kirsches gucken. Haben wir hier auch das Ausrufezeichen? Jawohl, das war da. Sehr schön. Oh, guck mal, wer hier am Tisch sitzt. Na, wenn sich da mal nicht eine Best Friendship anbahnt. And by doing this, you can turn it into an octodog. My word, you transformed that hot dog into an octopus. I didn't know you were capable of such miracles, Monica. Tja. Well, I don't know if I'd go that far. But how about I teach you how to make them? Then you can be a miracle worker too. You mean it? Thank you so much. I never expected Laura would be the cooking type. I guess she has a feminine side after all. Okay. Weiß ich nicht. Also, ist schon wieder ein bisschen sexistisch davon auszugehen, dass nur Frauen gerne kochen, ne? Und dass das Männern tendenziell eher keinen Spaß macht. Aber belassen wir es mal dabei. Amazing to think that one could fashion a hot dog into a little octopus or cut an apple into the shape of a rabbit. I wasn't aware that cooking was such an intricate art. Oder intricate vermutlich. Ja, so ist das. Also, Kochen muss nicht so künstlerisch ambitioniert sein. Ne? Es kann auch lecker sein, wenn man es ganz normal macht. Laura's gotten hooked on cooking lately. It's nice to be able to teach her something after being her pupil for so long. Sehr gut. Also, ich meine, Laura hat ja einige Möglichkeiten, sich das anzueignen, weil wir mit Sharon sicherlich auch eine kompetente Ansprechpartnerin in den eigenen vier Wänden haben. Aber es ist natürlich immer cooler, wenn das direkt von einer Freundin kommt. Und Monika scheint ja inzwischen eine geworden zu sein. Guck mal, der sitzt ja einsam und verlassen und irgendwie traurig. Hallo Celestine. Wobei, er lächelt ein bisschen, wenn man genau hinschaut. Celestine. Good day, Master Reen. My apologies as always for the constant trouble Master Patrick causes you. Oh no,
Oh, no worries. He is not half as much trouble as he tries to be. Das war gerade eine sehr interessante Formulierung. Hold on a sec. Is that alcohol you're drinking? Not even I can escape the allure of drinking on the job once in a while. Sorry, that was my terrible attempt at a joke. Of course, this is non-alcoholic. I'm here for the atmosphere rather than the intoxication. I see. Patrick was right, he is acting kind of strange. Time for me to get to the bottom of this. Hey, Celestine. If I may, Master Reen, allow me to guess the sequence of events that brought you here. On your way to the training hall, you just so happened to bump into Master Patrick. After a period of guarded discussion, he let slip his worries about me. And being the paragon of selflessness you offered to talk with me, which ultimately led you here. Am I correct? Ich fand das damals so geil, wie Celestine einfach das ganze System durchschaut hat. Ist ja auch nicht schwer, wenn man Patrick ein bisschen kennt, wenn man Reen ein bisschen kennt. Aber es spricht, finde ich, sehr stark dafür, dass Celestine halt ein sehr aufmerksamer, guter Menschenkenner ist, der auch nicht gerade auf den Kopf gefallen ist. Also nicht, dass ich das vorher gedacht hätte, aber das bestätigt sich ja nochmal, dass dem halt nicht so ist, ne? Also mit dem auf den Kopf gefallen. You haven't been watching us from the shadows or anything, have you? Not at all. It was a simple deduction when you know the pieces in play and the surrounding circumstances. However, the real surprise is that Master Patrick could bring himself to make a request of you. I must have caused him more concern than I'd ever imagined. He's really worried about you. I don't want to ask you to say any more than you're comfortable with, but isn't there anything you can tell me? Let's just say that things are rather complex. Then, would you prefer to talk to Patrick about whatever's going on? I feel kind of bad for him the way things stand. I understand. You've come all this way for Master Patrick's sake, so it would be rude of me to leave things as they are. But just telling you everything would be a bit of a bore, so why don't we play a little card game? Es geht das schon wieder los, wie beim letzten Mal auch. Beim letzten Mal kam das aber überraschend, dass Crow das ausgepackt hat. Die Mission hier kenne ich ja schon. What kind of card game? I have 2 blade cards here. One card is a 1 and the other is a 7. Now, watch carefully as I shuffle these. Correctly guess which one is the 7 and you win. Do that and I'll tell you everything you wish to know. Well, if you don't mind me getting one question in now, is there a point to all of this? I admit that it's kind of an unusual requirement, but this is a deeply personal matter, so I'm a little hesitant to discuss it. Und deswegen das dem Zufall überlassen? So wirklich logisch ist das jetzt aber auch nicht, oder? In other words, I'd rather put myself into a situation in which I don't have the choice not to. Ja, so kann man es natürlich auch auslegen. Now it makes sense. Finde ich nicht, aber okay. Well then, I accept your challenge. Thank you. Ich weiß nicht, ob man hier... Ich habe jetzt leider nicht hingeguckt. Ich, bin raus. Then please choose, Master Reen. Which card is the 7? Ach Mist, ich bin gerade so unkonzentriert gewesen. Moment. Wow, ich habe es, glaube ich, richtig verkackt. Ich werde jetzt raten müssen. Also es gibt keine ultimative Lösung. Ich nehme jetzt die rechte Seite. I go with the card on the right. Understood. Allow me to flip the card. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ey, das hätte ich mir jetzt nicht verziehen. Ich habe vor allen Dingen vor dieser Folge nicht gespeichert, weil ich dieses Kartenspiel nicht mehr auf dem Schirm hatte. Man kann, also das ist auch echt nicht schwer, wenn man es von Anfang an sieht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie die Karten einblenden und du mit X den Startzeitpunkt festlegst. Das war mir multitasking-mäßig geradezu kompliziert. And there's the 7. Looks like I win, Celestine. Indeed, excellently played, Master Reen. So, if you wouldn't mind, fear not, I'm a man of my word. But how do I begin? I recently received a direct order to return to the High Arms household from the Marquis himself. In fact, I'm expected to return to St. Arc as early as next week. Are you serious? Gravely. Personally, I'd much rather stay by Master Patrick's side. However, I've been told that things are getting hectic over there. I see. I'm surprised to hear that the Marquis would ask for Celestine specifically. He must be even more talented than we think he is. Ja, es ist halt
wie mit Sharon, ne? Nur, dass er halt für ein anderes Haus im Einsatz ist, aber der Wert scheint der gleiche zu sein. However, Marquis High Arms is an incredibly good-hearted man. It's entirely possible that he will allow me to continue to do as I wish so long as I carry out the duties he asks of me. So I've been trying to find a way to remain in Trista, no matter how much additional work I must do. That's what's had me so occupied of late. And that, embarrassingly enough, has been the root of my odd behavior. That would do it. But do you mind if I ask why you want to stay by Patrick's side that much, though? Perhaps it does seem a bit strange from your perspective. I'm afraid we don't have time for the full story, but I will say this. Master Patrick was the one to treat me not as a servant, but as an equal. He gave me a place in the world that others couldn't, and for that I would do anything for him. I never knew. So this is what Patrick meant when he said they're more than just master and servant. That said, I feel terrible that my attempts to remain by his side have caused him so much concern, but telling you all of this has made up my mind. How so? I've decided I'm going to tell his lordship exactly how I feel. Should that fail, I will simply have to think of something else, but I will stay with Master Patrick. But it was speaking to you that allowed me to reach that conclusion. If bouncing your thoughts off of me helped, then I'm glad I was here. Well then, I shouldn't waste another minute here if I want to settle all this. Allow me to take my leave, Master Reen. Good luck, I hope it works out for you. Also, could I ask you to explain my behavior to Master Patrick? I have some explaining of my own to do later, of course, but I would like it if you could at least share the basic details and my feelings on the matter with him. Of course, you can count on me. Ich könnte das niemals. Ich könnte niemals jemand anderen darum bitten, dem mitzuteilen, vor allen Dingen, wenn der mir so wichtig ist, jemand anderen damit beauftragen, dem zu sagen, erzähl dir mal, was ich dir gerade gesagt habe und wie ich fühle. So, die Perspektive werde ich nie verstehen können, wie man so dazu imstande ist, das aus der Hand zu geben. Aber okay. Ist natürlich auch ein großer Vertrauensvorschuss in Richtung Reen. Ich glaube, Celestin ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Er wird vermutlich auch wissen, dass Reen die richtigen Worte finden wird und das Thema richtig transportieren wird. Ich fand das auf jeden Fall sehr ergreifend und irgendwie sehr, sehr schön, wie dicke die beiden miteinander sind. Und ich finde, dass das auch echt eine Erklärung ist, die super ins Bild passt. What we're doing hanging around the old schoolhouse, Celine. Is there something you want to tell me? Oh yeah, I guess that's about as much a cat can tell me. Naja, bei ihr ist das eigentlich ein bisschen anders gelagert, vermutlich. Aber wie gesagt, da werden wir jetzt im ersten Teil noch nicht allzu viel Input mehr bekommen, finde ich. She seems so happy, maybe I bring her some more another time. Ja, das werden wir dann zu gegebener Zeit sicher tun. War auch gerade ein bisschen Zufall, dass ich sie jetzt hier mitgenommen habe. Ich wäre vermutlich ansonsten hier nicht nochmal alle Gebäude abgelatscht. So, dann heißt es jetzt ab zu Patrick. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch im Gymnasium rumsteht, aber auch das werden wir in Bälde herausfinden. Hey Patrick, here we are. Wir haben, weiß ich nicht, sind es gute oder schlechte Neuigkeiten? Na, eigentlich eher gute, ne, weil wir Licht ins Dunkel bringen können und er wahrscheinlich auch mit dem Vater von Patrick eine Lösung finden wird, hoffe ich zumindest. Did you get anything out of Celestine? I did. Reen told Patrick about their card game and what Celestine told him afterward. Wenn ich jetzt hier das Falsche ausgewählt hätte, dann hätte ich vermutlich den gleichen Storyverlauf bekommen, aber dann hätte es keine Bonus-AP gegeben, glaube ich. So he's been told to return to St. Ark. Yet he's still doing everything in his power to prevent that from happening. Trying to take action without consulting me again. What foolishness. Why do you seem so happy about that? Happy? Sometimes I wonder what color your sky is, Schwarzer. Besides, even if Celestine were forced to leave my side, I would be perfectly... No matter, you did well today. Aha, erzählen Sie uns ruhig mehr. You're the last person I'd want to be indebted to, so take this and call us even. Still blue?
Was, dir Blue nicht eins von den überteuren Accessoires aus Heimdall? Bin mir nicht sicher, ich glaube aber ja. Hold on, I didn't help you expecting some kind of reward. That just makes things even worse. I do not wish to be in your debt. Think of this as me having filed a formal request and you having fulfilled it, nothing more. As such, you receive your reward, walk away, and no loose ends remain. Got it. Wow. Also Dankbarkeit geht eigentlich anders, ne? Er hat uns ja schon sicherlich was von Wert gegeben, aber das ist der eine Wert, der materielle Wert. Ich glaube, über ein herzliches Dankeschön hätte sich Reen aber auch gefreut. Naja, man kann nicht alles haben. Guck mal, da ist es. Still Blue, Arts plus 50. Ja, geil. Geil. Das werden wir auf jeden Fall zu Wissen nutzen. Das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht, ne? Das hat weder Emma noch Elliot irgendwie angelegt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. You've done what I've needed you to. Your presence is no longer necessary. Do not mistake my relieved expression for one of gratitude. Nothing could be further from the truth. Alles beim Alten. Alles beim Alten. Ich verstehe ihn einfach nicht. Vor allen Dingen, Celestine und Patrick, die haben doch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander, oder? Irgendwann wird hier was auf einer Bank liegen, was man super einfach verpassen kann. Oder war das schon? Ich glaube, das war noch nicht. Egal. Und die werden sich doch auch darüber austauschen, wen sie cool finden, wer vertrauenswürdig ist und wer eher nicht so. Ich bin immer noch überrascht, dass Celestine es auch nicht schafft, da so ein bisschen Einfluss auf Patrick zu nehmen, dahingehend sich vielleicht doch mal dem einen oder anderen anzuvertrauen, ne? Weil der baut immer Barrieren. Patrick ist nur Barrierenbauer. Der hat wahrscheinlich in seiner Vergangenheit auch viel Missgunst erlebt oder so. Keine Ahnung, irgendwoher wird das ja rühren. Aber es macht es halt nicht leichter für uns, ne? So, hatte ich sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich gucke mal ganz kurz auf meinen Spickzettel. Die nächste Hidden Quest kommt am 25.09. Das heißt, mit dem Thema bin ich jetzt zumindest durch. Bonding Point ist investiert. Das heißt, jetzt geht es ins Date. Also ich nenne es Date, ne? Es hat ja eigentlich einen praktischen Nutzen, dass wir uns mit Towa jetzt treffen. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, wohin die Reise geht. Reen erhofft sich natürlich jetzt hier einen großen Inspirationsschub mit Blick auf die eigene Präsentation, sage ich mal, von Class 7 im Rahmen des Festivals. Und sie wollte uns jetzt einen Einblick gewähren. Ich glaube, das hatte sie auch gesagt. Ich hoffe, ich nehme das jetzt nicht vorweg. Was die beim letzten Mal gemacht haben, als sie an der Reihe waren, hier was auf die Beine zu stellen. Well, here we are. I wonder if Towa's already inside. After entering the computer room, you won't be able to roam around for the remainder of the day. Any bonding events which have not been triggered will no longer be viewable. Ja, Knock and Enter. Wir haben den Punkt ja schon investiert. Huh? Doesn't sound like she's here yet. Doch. Oh. Oh. Oopsie. At least she's getting some rest. Must be a rare treat for her. What to do, though? I'd almost feel bad about waking her. Wake her by poking her cheeks. Let her sleep. Ja, wir wollen ja weiterkommen. Ich nehme mal das erste. Ich hoffe, das macht jetzt nichts kaputt. On the other hand, she might not want to be left sleeping like this either. Still, she seems really cozy napping there, so I don't want to just jar her awake or anything. Sorry, but if I don't wake you up, I could end up being here all night. Ja, sie wird dir schon nicht böse sein. Mom. Dad. Yeah, I don't think I can bring myself to do it after all. She must be really tired. I should let her sleep a while longer. Oh, right. Ach so, ich dachte so, hä?
Wieso ziehst du dich aus, Reen? Aber er hat dir die Jacke übergehangen. Zu spät gesehen gerade. There we go. I guess I just read a book or something while I'm waiting. Und dann steht sie auf und dann bist du eingepennt. Und dann kommt ihr wieder zu nix. Aber sehr nett von Reen. Hmm? Huh? Where am I? A jacket? Oh, hey, you're awake. Huh? Reen? Oh, right. I came here after the conference was over. So this jacket is... Oh no! I'm so sorry! I can't believe I fell asleep after asking you to come all the way here. Don't worry about it. You're doing me a favor here. I appreciate you taking the time out of your schedule for me. Aww. Why is it that you always seem to catch me at the weirdest moments? Still, thanks. No problem. Glad to do what I can. It wasn't too hot, was it? No, of course not. It felt really nice and warm. But anyway, that's not the point. Now, listen here, Reen. Huh? I mean, lending me your jacket was very sweet and gentlemanly of you, and I'm kind of happy you did. But it's not very gentlemanly to sit and stare at a girl when she's sleeping, you know. I'm sorry. I did try to wake you up once, but you seemed so relaxed and peaceful that it seemed almost mean to wake you. But I guess it was inconsiderate of me to just let you nap there. No. I'm not annoyed with you. It's just kind of weird to randomly watch people sleep, you know? If it was someone else, they might have misunderstood. Worüber sie sich so Gedanken macht, ist doch voll egal. Sie hat halt gepennt. Wie Reen es macht, er kann es nur falsch machen. Wie mit Alisa manchmal, ne? In dieser Anfangsszene da, was ja auch ewig lange Nachspiel hinterher zog. Anyway, I asked you to meet me here so I could show you more about the concert we put on for last year's festival. Oh, you mean the one you did with Angelica, Crow and George? Do you have some record of it here? Actually, I do. George was testing out some kind of orbital video camera that was being developed by the Ruhr Institute of Technology, and we've still got the recording here. An orbital video camera? Yeah, the technology is different from what they use for the orbital net. Actually, it's probably faster to just show you. Let me bring it up on the screen. Oh, you've got pictures of it? More than just pictures. Just watch. Die ist aber gut gelaunt. Dafür, dass sie sich am Anfang noch gesträubt hat, uns hier Einblicke zu gewähren. Wir erinnern uns zurück. Amazing. I know, right? It plays back images and sound at the same time, so it's like a radio and a camera combined. The quality might be a bit rough, but it really feels like you're right here, doesn't it? Hey, it's really something else. Oh, there we are going up. Bitte ranzoomen, danke. Ha! Wow. Isn't it cool? It's called rock. It's making a splash in the music scene abroad. They use orbital audio technology to amplify guitars for it. It's a pretty bold sound, huh? It definitely is. And speaking of bold, how about that outfit? I forgot about the outfit. Don't look at that. Just focus on the performance. Hat mich ein bisschen überrascht, dass Reen das so direkt anspricht mit dem Outfit. Ich dachte, er würde sich hier ein bisschen zurückhalten oder es zumindest beim Kompliment belassen oder so oder das anders formulieren. Keine Ahnung. Das ist...
Man hat nicht wirklich viel gehört, ne? Was ich ein bisschen schade fand, aber man kann ungefähr erahnen, wenn sie hier davon sprechen, dass Rock ja hier so revolutionär sein soll. Man kann ungefähr erahnen, in welche Richtung es ging. Und ich hätte mir hier damals gerne ein bisschen länger was von dem Auftritt angeguckt, ehrlich gesagt. Bravo! Rin kommt gar nicht mehr raus aus dem Klatschen, weil ich nicht weiter drücke. That was incredible. I wish I could have been there to see it in person. I'm glad you enjoyed it. So, was that any help? Help? This is exactly what I was looking for. I'm not sure if we can put together something as flashy as this, but we do have Elliot and he knows his music, so I think we might have a chance. I'm glad to hear it. Crow was the one who planned all of this out, so he's the one you should ask about how to put a program like this together. Angie did our choreography and George got all the instruments together for us. I'm sure they'd help out if you asked. I think I just might. We have to get our preparations for the festival underway. Oh, I put a copy of the video onto this memory quartz for you too. Aha, USB-Sticks aka Memory Quartz, das haben sie also auch schon. Sehr gut. If you put this memory quartz into the orbit projector here, you can watch the video anytime you want. Maybe you can bring everyone from your class here and show it to them tomorrow. Yeah, thanks for everything, Towa. I mean, I asked you for help, but you really went above and beyond. I don't really know how to thank you. You're always looking out for me, Rin. It's the least I could do. Besides, I'm sure this idea will spark some lively discussion within your class. It's not a done deal yet. But I'm really curious to see how things turn out. Me too. Ich muss sagen, aber das habe ich ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich finde es halt nicht so cool. Also klar, der wird das jetzt hier nicht 1:1 adaptieren wollen, aber es ist halt schon irgendwie nichts Eigenes, weil ja schon das jetzt aktuell in die Richtung gehen soll, dass sie sowas Ähnliches aufsetzen wollen und weiß ich nicht. So irgendwie so eine ganz eigene, neue, frische Idee, irgendwas, was es vorher noch gar nicht gegeben hat, hätte ich irgendwie cooler gefunden. Well, that seems to have gone over well. I could see Elliot's eyes light up when I mentioned it. Ja, das stimmt. Elliot wird sich freuen. Die anderen vermutlich auch. Und ganz ehrlich, ich hätte auch keine bessere Idee an deren Stelle, ne? So it looks like Class 1 is definitely putting on a play. And not just any play, a full-scale classical operetta with all the trimmings. Even if an operetta is shorter than a full opera. This is Class 1 we're talking about. I'm sure they spare no expense on the outfits and stage design. True. If they had any more blowhards, they'd be a wind tunnel. Class 2 looks like they're gonna run with their idea of doing some kind of indoor garden. From what I heard, they want something based on the motif of the night sky. Sounds like quite the elaborate setup. Class 3 is intending to run a game room based around Blade. I heard they're planning to decorate the room like a castle and provide lessons for beginners as well as advanced matches. Huh, really? Class 4 is going to be doing an Eastern-style cafe of sorts. They're claiming you can enjoy an exotic dining experience. Not sure what they mean by Eastern-style, though. Das soll die Neugierde rauskitzeln. Das wollen sie halt wissen und um die Antwort zu kriegen, müssen sie hingehen. Well, my thought is technically Eastern-style, I guess, but yeah, that seems like an awfully broad term. You don't really see too much stuff from the Eastern Erebonia. Class 5's doing something kinda different. They'll be using the training hall for some attraction they call Mishi Panic. Wait, isn't Mishi the mascot of that big theme park in Crossbell? Kind of a strange choice considering the current political climate. I'm kind of a Mishi fan though. One time Lecter brought me back a Mishi keychain. It's pretty cool. Oh, the intelligence division never struck me as the type who would budget for souvenirs. Anyway, the captain of the riding club is intending to organize some manner of horse racing event. Officially, there's to be no gambling, but with our senior colleague involved, I'm sure Free Enterprise will find a way. Ja, klingt nach einem bunten Programm. Crow.
Really, Crow? Towa's not going to like it if she finds out. Oh, come on, it's a festival. A little low-stakes fun never hurt anyone. A number of second years are planning to run stalls, and many clubs are intending to put on events as well. But in terms of scale, the 5 other classes are our main competition. I've heard attendees will be able to vote on which class event they liked most, with the winner to be announced during the evening's festivities. That sounds like it's gonna make things awfully competitive. Still, it's that much more incentive to make our class contribution one to remember. Which leads us to our current problem. What do we do? Tja, Reen? I'm thinking we should avoid doing anything that would require large-scale equipment. With our numbers and the time we have to prepare, I doubt we could get it set up or even spare someone to operate it. Yeah, you make a good point, but if we take that into account, just about the only other option we have is doing something on the auditorium stage. And it's worth nothing that using the stage would put us in direct competition with Class 1. We can't very well put on a production like theirs, though. We just look like copycats. Whatever we end up going with, it should be something we can all have a part in. Maybe a martial arts demonstration with a few sparring matches? No, that would probably get turned down as too dangerous. Not a bad line of thought, though. How about a cooking contest? Oh, I call judge. Das war klar, ich würde mich anschließen. Our troubles are over. I just had a visionary idea we can do with the academy pool. Picture this. Stunning ladies in bikinis, wrestling piggyback in the pool. Come for the fight, stay for the accidental exposure. I think not. Get out, no. Okay, ich glaube, das war ein eindeutiges Veto. This is getting us nowhere. They all sound like fun, though. Actually, I did find one idea I think we might be able to use. You did? Really? I bet Towa told you, huh? Yeah, she showed me the video too. I can't believe you never even mentioned it. You guys put on an amazing show. Well, I'm the lone second year here. Didn't want to rob you bright-eyed first years of the full festival experience. So, what's this idea then? Did the student council president suggest something to you? Yeah, she showed me a video of a concert that she, Crow, George and Angelica put on for last year's festival. Ich glaube, das wollen jetzt alle mal sehen. A concert on stage with vocals? Oh, that does sound interesting. I have heard that there was one event at last year's festival that really drove the crowds wild. I've heard similar things, but I had no idea Crow was involved. Yeah, it was pretty spur of the moment though, so it was too late for them to put us on the official poll. If folks had been able to vote for us, I don't doubt we would have ranked right up near the top. Without seeing it for ourselves, it's difficult to say whether we'd be able to do something similar. You've got me curious though. It sounds great, let's do it. You said you saw the video, right? Can you show us too? Yeah, Towa gave me a copy of it. Let's get together during lunch tomorrow and watch it. Ja, das sollten wir tun. Aber dieser Überraschungsmoment, der ist dann halt weg, weil das gab's halt schon mal. Ne? Die Leute, das sind so meine Gedanken damals gewesen, die Leute sind doch nur damals so wow-mäßig drauf gewesen, weil sie sowas vorher wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Und wenn sich das jetzt wiederholt, weiß nicht. Hey, I can't wait to see the looks on their faces when they see it. Though I imagine Towa's outfit might raise more than a few questions too. Kann man ja anpassen, ne? Oh, it's 9 already? Abendtime should be on soon. Na dann schalten Sie mal ein. Haben wir schon lange nicht mehr gehört, ne? Letztes Mal an dem Tag, wo wir sie getroffen haben. I'm Misty and this is Radio Trista. It's 9 p.m. on the 19th of the 9th month. Hä? Sie redet nicht weiter, ich bin verwirrt. It feels like we're finally getting the break we deserve from a
a long string of uncomfortably humid nights. That's right, fall is finally here, and it's brought its cool night breezes and gentle chirping of insects with it. Along with that respite, Erebonians everywhere are turning to their true autumn passions, food and sports. What do all of you out there look forward to when you realize fall's almost here? For me, it's definitely the food. The crops come into season, ready for the harvest. I can only imagine how much work it has to be for all those farmers. But I can't wait for my first roasted chestnuts of the season. It's just about time for those to start popping up too. Sure, I'll never turn down a Marron Glacé or a Mont Blanc, but roasted is the way chestnuts were meant to be. That soft, melt-in-your-mouth taste, that sweet fragrance, simply irresistible. Whoops! The director's over there giving me the stink eye. Someone hasn't eaten dinner yet, I'll bet. Anyway, fall is also known for being a season for the arts. One of the Empire's most popular cultural institutions is the opera, and no one does opera like Heimdall's famous opera house. But as far as music goes, I'm a sucker for the classics. I still sing along whenever I hear The Whereabouts of Light. I stare in disbelief as you fade away, like a dimming star beneath the coming day. Whoa there, almost felt like I was in my shower back home. Speaking of music, some fresh new genres have been gaining popularity lately, both at home and abroad. Da hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass da durchaus eine professionelle Stimme am Werk gewesen ist. Das klang, finde ich, sehr schön. Und The Whereabouts of Light ist, finde ich, eines der schönsten JRPG-Songs ever. Ich liebe diesen Song. She really does have a pretty voice, though I guess you kind of have to in order to be a big opera singer like that. I don't know if singing on the air like that is such a good idea if she's trying to keep her identity under wraps, though. Vermutlich nicht. We've got our practical exam coming up next week. Oh no. Then another field study over the weekend. Oh yeah. Sounds like things are going to be even busier than usual. I'd better brace myself for an exhausting week. Ist wohl besser so. Also langweilig wird uns in nächster Zeit nicht. Beziehungsweise euch als Class 7. Aber gut für uns als Spieler, denn wir wollen uns ja auch nicht langweilen, ne? Wobei ich habe das aber auch schon mal erwähnt, ne? Auf das Festival habe ich nicht so viel Bock, muss ich sagen. Aber liegt nicht an Code Steel, sondern daran, dass ich solche Festivalaktivitäten in Spielen generell immer ein bisschen anstrengend finde. Aber egal. Spannend bleibt ja die Frage, was wir daraus machen, mit unserem Performance-Anteil quasi. Und jetzt werden wir erstmal alle einen Blick drauf werfen. Sehr gut. Mal gucken, was die anderen sagen. Wow. That was way cool. Very impressive. That was neat. Well, it was certainly quite a technical display. But if you think we're gonna put on outfits like that and prance around on stage, you must be dreaming. Das war klar, dass das von Alisa kommt. Aber weißt du, guck mal, die tragen doch jetzt alle schon so überkurze Mini-Röcke. Also ganz ehrlich, ich finde, diese kurzen Röcke sind jetzt auch nicht viel unkrasser als das, was Towa da anhatte. Gut, bei Towa war obenrum auch noch irgendwie ein bisschen weniger, aber viel Haut zeigen sie jetzt auch schon. Insofern, die Brücke, die kann man relativ kurz bauen. Well, the outfits all depend on what kind of performance we put on. The clothes have to fit the mood and the music. Right, Crow? Yeah, we did a rock song last year, so if our outfits didn't scream rock, the whole performance would have lacked something in my opinion. Though, in my infinite wisdom, I'd like to point out that revealing outfits will be popular regardless of the music. You guys! Outfits aside, it does seem like a bold concept. Few would think to put on a performance like that. If we put in the time to practice, we may even compare favorably with Class 1's operetta. Well, Elliot's the music expert here. Do you think there's any chance we could put on a performance like this? Hold on. So, first things first, how many of us can actually play an instrument? You learned the lute from your dad, right, Reen? Yeah, I'm no virtuoso, but I can play as long as the music's not too complicated.
And Elisa, you can play the violin, right? Yeah, my grandfather taught me. Na Gott sei Dank haben wir so eine talentierte Klasse. Gaius, you can play the sitar, was it? Been playing it for years. I can play the piano, so with the 4 of us, it looks like we have our instruments covered. Guess that means we just need to work on our music and lyrics and decide who's going to be on vocals. So yeah, it really depends on what sort of music we want to do, but I think we can pull off an impressive performance. Great. Well, when you put it that way, it doesn't sound like such a bad idea. That's true, and it seems fitting for a festival too. Sounds good to me. Ja, wir haben ja auch keine Alternativen, also was sollen wir machen, ne? Aber gut, wenn alle mitsingen. Yeah, let's do it. Then the matter is settled. I'm in favor too. I dread the thought of what the instructor would do if we didn't have anything decided by today. So we leave the musical responsibilities in Elliot's hands then? Yeah, I think he's in the best position to decide the style of the performance, our songs, and what we should each be doing. That okay with you, Elliot? Sure thing. I haven't spent all these years studying music for nothing. Oh, and Crow, do you think you could give us some help with the outfits and with getting a hold of the equipment we need? Ich glaube, das finden nicht alle gut, wenn er das übernimmt mit den Outfits. I'd like us to do as much of this ourselves as we can. Sure, I'll do what I can. This might be a temp thing and all, but I am part of Class 7. So if you're going all in, I'll throw my chips in your pile. Crow. Wow, maybe I've had you pegged wrong all this time. So just leave those outfits in my capable hands. I'll make sure you all shine like stars up there, especially the ladies. I take it all back. He's not even trying to hide it. We're counting on you to keep him tasteful, Reen. Right, tasteful. Ich kann nur so viel vorwegnehmen. Ich persönlich mag die Outfits, die die Ladies tragen werden, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr positiv überrascht gewesen. Ich bin gespannt, wie ihr das sehen werdet. Also diejenigen, die das Spiel jetzt noch nicht kennen, alle anderen wissen natürlich schon Bescheid. Und ich muss auch eine Sache noch so ein bisschen zurücknehmen, weil ich halt meinte, der Überraschungseffekt verpufft. Natürlich werden die First Years allesamt nicht wissen, was im letzten Jahr hier passiert ist, ne? Also für eine bestimmte Klientel, für die das Ganze hier auch ausgelegt ist, wird der Überraschungseffekt bleiben und insofern ist das vielleicht nicht ganz so sinnlos. Nur, weiß ich nicht, ich an Reeds Stelle oder auch an Stelle der anderen hätte, wenn es die Zeit zugelassen hätte, vermutlich trotzdem eher in eine Richtung gedacht, die es vorher noch nicht gegeben hat. Aber den Punkt wollte ich noch mal kurz umreißen. First, congratulations are in order. Took you long enough, but you finally decided what to do for the festival. So you're following in Towa's footsteps and putting on a concert, huh? Have you decided what kind of music you want to do? Not exactly. We're still kinda getting things sorted. At the very least, it should be pretty easy to decide who's playing an instrument and who'll be on vocals. I'm not actually sure I've ever even touched an instrument. Can't say I have either. You'd probably need at least some rudimentary experience to play an instrument at the festival. I had the pleasure of seeing last year's concert live. They put on a real show. Reen and Crow, you two are handling all the outfits, right? You guys have that under control? Yup. We've got that shit on lockdown. Well, we've narrowed it down to the 15 most promising designs. 15? Das sind aber einige. Und somit seid ihr wahrscheinlich noch überhaupt gar keinen Schritt weiter. Idea, save us all. I suppose we just have to rely on Reen to save us from being dressed by Crow. So kann man es auch sehen. Honestly, I feel a little envious. If I was 5 years younger, I'd jump right up on stage with all of you and have a great old time. Hey, what are you looking at me like that? Also ich kann es mir vorstellen, ich verstehe schon wieder die Reaktion der Klasse nicht, aber naja. Instructor, how old are you again? Ne, wenn ich da Teil dieser Gruppe wäre, ich hätte mich auf Sarahs Seite gestellt, aber ihr wisst ja, ich bin sehr
Ich bin sehr nicht unparteiisch. Ich bin sehr parteiisch, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Aren't you in your mid-20s? Ja, und? Ey, Leute, ey, was seid ihr für komische Spießergesellen hier? Das gibt's ja wohl nicht. Unfassbar. Even if you were 5 years younger, graduation would still be years behind you. Es geht doch gerade nur darum, dass sie auch Bock hätte auf so eine Aktion, weil es halt Spaß macht, auf der Bühne zu stehen und die Sau rauszulassen. Meine Güte, ey. Wer ist ja eigentlich Lehrer und wer ist Schüler, ey? Seriously. Hush, you. For us ladies, everything up to the mid-20s is just a warm-up, and men, they're like fine wines, better with age. I'm not sensitive about it, really. This is just another valuable life lesson that it's my duty as your instructor to impart. Ja, ja. Anyway, as much as I'm looking forward to the festival, that's not why we're here today, are we? And not only do you have no field study next month, it looks like you're off the hook as far as the practical exam goes too. So since this will be our last practical exam for a while, I figured I'd crank up the challenge a couple notches. Uh-oh. Können wir bitte vorher speichern? Das habe ich nämlich seit einer Weile nicht mehr getan. Wait, are you saying... Are you going to serve as our opponent? Bingo! Just think of it as the long-awaited second round of MEHR's exam. If you wanna get back at me, now's your chance, but you'd better bring it, cause I'm not gonna go easy on you. Alright, Reen, pick 2 for your team, because you're up first. Warum nur 2? Got it. Okay. Ich bin eigentlich 4er-Teams gewöhnt. Ja, meine Leute sind nicht ausgestattet. Kann ich dann nochmal ins Menü oder was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde jetzt Crow mit reinnehmen und Magiers, weil die halt am meisten Damage austeilen. Bitte lass mich nochmal ins Menü. Oder nehme ich Alisa wegen den CP-Boost-Geschichten? Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt mal so. Bitte lass mich ins Menü. Dankeschön. Dankeschön. Aber ich habe jetzt hier keine Möglichkeit mehr, meine Leute anzupassen, oder? Oder geht das noch? Nee, das heißt, wenn ich jetzt abspeichere, dann speichere ich diese Kombination. Aber die haben wenigstens beide ihre vollen CP. Und wenn ich nur gegen eine Person kämpfe, dann ist das ja auch okay, die dabei zu haben. So, ich gehe mal speichern. So, und dann werde ich jetzt an dieser Stelle auch den Part beenden. Ich habe gerade kurz überlegt, weil ich bin gerade bei 55 Minuten. Ich will halt ungerne den Kampf danach irgendwie so abrupt abwürgen oder das, was im Anschluss passiert. Wenn die Folge heute ein bisschen kürzer ist, dann seid nicht traurig. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mehr als oft überzogen. Und wir werden dann beim nächsten Mal inhaltlich rund und sauber voneinander getrennt hier starten mit der Examen und werden dann im Anschluss die nächsten Ereignisse dann hier vor der Nase haben. Drückt mir die Daumen, dass ich beim nächsten Mal hier nicht auf die Nase fliege und wird schon irgendwie. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!